Servus, ich bin's, der Philipp, und heute zeige ich euch wieder was zum Schnauzer. Und zwar das letzte Wachs von Death Grip, von der Death Grip-Reihe aus Amerika. Wir hatten ja schon Bone Crusher, Sudden Death und Death Grip selber, also von sehr, sehr fest bis mittelfest. Und jetzt zeige ich euch das ja eher mittelfest bis eigentlich, würde ich schon eher sagen, weiche Schnurrbartwachs von Death Grip. Und zwar, wie gesagt, das Bare Bones mit diesem leicht geschwungenen Schnauzer vorne dran. Und das Ganze ist eben eher ein weicheres Wachs. Es hat nicht ganz so viel Bienenwachs mit drin und ist dadurch auch weniger, es ist mehr sticky und weniger wachsig an sich. Ist jetzt auch, wie man vielleicht hört, ich bin nicht so ganz begeistert von dem, weil es einfach das falsche Wachs für meinen Schnauzer ist oder für meinen Style sozusagen. Also dieses mittelfeste bis weiche Wachs hat den Vorteil natürlich, dass ihr gar nichts anföhnen müsst. Ihr könnt das ganz easy rausholen. Das ist auch super schnell verrieben. Also das hat auch wenig, es zieht ein bisschen Fäden, aber es ist halt total weich. Also das ist der Vorteil, wenn ihr nicht ganz so fest wachsige Schnurrbartwachse mögt, und ist eher geeignet für zum Beispiel den Magnum PI Schnauzer, wenn ihr eben einfach nur das Ganze hinlegen wollt, nicht viel stylen wollt, nicht viel Rundungen drin haben wollt oder das Ganze hochzwirbeln wollt, sondern eben eher einen etwas natürlicheren Stil oder natürlicheren Schwung behalten wollt und das Ganze nur ein bisschen leicht formen wollt. Ist dann aber zum Beispiel für mich, ich habe nicht nur auf dem Kopf sehr feine Haare im Vergleich, sondern auch im Gesicht. Also meine Schnauzerhaare sind sozusagen nicht ganz so borstig wie bei vielen anderen. Und dann sieht es einfach mit diesem Wachs sehr, sehr schnell einfach zu fettig aus, weil es eben öliger ist als die anderen. Ich will es euch jetzt trotzdem mal zeigen. Und man sieht, dass es öliger ist und nicht ganz so wachsig. Sieht man vielleicht hier am Finger. Es sieht ein bisschen glänzender aus. Es zieht sehr Fäden und es sieht irgendwie eher aus wie Butter fast schon. Und so fühlt es sich auch tatsächlich an. Es fühlt sich an wie eine etwas festere Butter. Aber nichtsdestotrotz zeige ich euch das Ganze mal. Ich habe jetzt im Schnauzer gar nichts drin, ist frisch gewaschen, aber auch schon wieder getrocknet. Und dann arbeite ich das mal ein. Genau zum Duft, den rieche ich nämlich jetzt. Es riecht deutlich intensiver als alle anderen. Es riecht einfach noch mehr nach Lagerfeuer. Es riecht mehr nach Holz. Es riecht mehr nach diesem Kiefernharz sozusagen und ist einfach deutlich würziger als die anderen. Geht eher schon fast Richtung Death Grip, weil Sudden Death und Bone Crusher sind ja durch die Bienenwachse ein bisschen milder. Und das geht wieder Richtung, mehr Richtung diese holzige Note, diese Kiefernote. Und genau, das wäre es eigentlich schon. Also man sieht vielleicht nicht viel Unterschied zu vorher, weil ich auch immer meinen Schnauzer immer vorher morgens föhne und dann so ein bisschen Form vorgebe, dass das Ganze leichter funktioniert. Aber es ist wirklich nur dazu da, um die Haare so ein bisschen wie eine leichte Pomade sozusagen, den Haaren, die eben schon eine Richtung haben, etwas mehr Form zu geben und abstehende Haare einfach nur ein bisschen anzulegen oder so ein bisschen Form vorzugeben, und das Ganze wäre es dann schon. Also gerade für kürzere Schnauzer oder wenn ihr nur ein bisschen diesen Schwung drin haben wollt, reicht das völlig aus. Das Schöne ist natürlich, dass ihr eben viele pflegende Öle drin habt. Das heißt, ihr könnt euch das Bartöl sozusagen sparen. Würde ich euch nicht empfehlen, vorher Bartöl reinzupacken in den Schnauzer, bevor ihr einen Wachs verwendet, weil dann werdet ihr merken, dass das Ganze nicht hält. Weil Bartöl, also das Öl, eben die Wachse weicher werden lässt und dann habt ihr nur noch ein Geschmier im Gesicht. Aber das war's schon, und mehr gibt's da auch nicht zu sagen. Also das ist einfach nicht für mich, nicht für meinen Stil so wunderbar geeignet, weil es einfach zu weich ist, ich das nicht richtig stylen kann und bei meinen feinen Haaren das auch schnell einfach zu strähnig, zu fettig aussieht, und da muss man dann auch mit der Menge einfach ein bisschen aufpassen. Genau, das war das letzte Wachs von Death Grip, das Bare Bones. Falls ihr dazu Fragen habt oder allgemein zu den ganzen Schnauzerwachsen, auch von Captain Fawcett den Schnauzerwachsen, zum Schnauzer allgemein, zum Styling, dann schreibt uns gerne in die Kommentare. Ansonsten ruft uns gerne an. Die Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung.
Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst, also ein Like da lasst, das Video teilt und uns abonniert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Servus!